Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute im zweiten Teil von unserem Landschaftsvideo-Erstellung geht es darum, dass wir hier in der Mitte einen Stein erstellen, einen Steinkreis rundherum nochmal einen kleinen. Der soll nachher schweben, deswegen, und damit er nicht wegschwebt, ist da ein Kreis drum und der ist dann befestigt auf zum Boden. Und dann gibt es dann am Ende noch dazu, dass wir dem Ganzen dann Materialien geben. Da könnt ihr euch frei überlegen, was ihr macht, oder ihr könnt die Materialien nehmen, die ich nehme. Dann müsst ihr halt eben nur die Videos gucken, wo ich die erstellt habe. Aber davon mal ab, los geht's und dann starten wir. Gut, dann geht's heute weiter mit dem Steinkreis, der hier in die Mitte rein soll. Und zwar brauchen wir dafür auf jeden Fall jetzt doch noch ein Add-on. Und zwar unter Präferenz das Extra Curve Objects. Und mit dem Extra Curve Objects gibt es dann nämlich, wenn ihr mit Shift A etwas hinzufügen wollt, unter Curves gibt es hier Knots und dann diese extra, und wir brauchen nachher das Catenary und damit tun wir nachher was verbinden. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem inneren Kreis da. Ich tue das Landscape erst wieder verstecken, damit ich das auf dem Boden sehe. Gehe erstmal wieder auf den Solid View, damit das vom Rechner einfacher ist zu verarbeiten. Und dann mache ich eine neue Kollektion. Und die Kollektion nenne ich jetzt Middle Stone. Und da geht es dann jetzt los, dass wir einen Tors hinzufügen. Und da machen wir jetzt 4, damit wir ein Viereck bekommen. Ihr könnt gerne was anderes machen, was ihr möchtet. Und hier auch 4 und dadurch haben wir dieses interessante Muster. Und dann ziehen wir das jetzt, gehen wir erstmal wieder mit 7 in Top View und ziehen das jetzt mit G, X relativ mittig da rein, 7, und sagen dann 43. Damit sind wir genau mittig. Dann Dimensions, sagen wir jetzt mal Scale. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz. Machen wir mal Escape. Weil ich möchte gar nicht, dass der in der Höhe so viel größer wird. Und dann scalen wir den mal auf 10. Ne. Ja, ich möchte gern... wartet mal, ich gehe mal nochmal zurück. Mit Steuerung Z. Dann ist er nämlich wieder weg. Und sag noch einmal einen neuen Tors hinzufügen. Dann nimmt er die Werte vom letzten schon mal. Das heißt, das ist alles gleich. Aber ich möchte hier den Radius 0,15. Dadurch wird er kleiner. Und der innere, den setzen wir jetzt mal hoch auf 3. Ist vielleicht dann doch ein bisschen 0,25. Ja, so gefällt mir das dann schon besser. Und den ziehen wir jetzt mal
Gx und das war dann 42, ne 43, ne? So. Man muss schon die Tasten richtig treffen. Gut, damit haben wir hier den. Aber wenn wir es jetzt uns genau angucken, könnte der ruhig ein bisschen größer sein. Oder wir sagen, das wird der innere. Obwohl ich jetzt dann sagen würde, wir machen jetzt Scale, gehen den auf 0,75, ein bisschen kleiner. Genau. Und dann machen wir den Duplicate Scale auf 1,5. Naja, machen wir 2. Ja. Ja, machen wir 2,5. So, das gefällt mir dann doch lieber. Perfekt. Dann ist mir das allerdings dann zu hoch. Und da mache ich dann 0,5 raus. Ja, ein bisschen mehr kann doch sein. 0,65. So, soll ja ein bisschen höher wirken. So, dann müssen wir für die beiden Ctrl A den Scale anpassen, dass der hier wieder auf 1 geht. Scale, ja, und dann Scale. Scale, da habe ich beim letzten Mal nicht aufgepasst. Scale, weil muss nämlich dass das Material nachher besser darauf aussieht. So, das wäre dann, haben wir jetzt unseren Ring. Als nächstes wollen wir natürlich dann den Stein da drin erstellen. Dafür nehme ich eine ganz einfache UV-Sphere. Sag aber, ich verdoppel die und sage, ich nehme anstatt 32 64 und hier anstatt 16 32. So. Dann möchte ich, dass das ja ein bisschen steiniger aussieht, sage ich mal. Dafür gehe ich jetzt in den Edit-Mode, gehe hier auf Proportional Editing, schnapp mir hier vorne einen Punkt und sag mal G Z. Und wir ziehen den Stein mal ein bisschen in die Länge. Haben wir zwar eher ein Ei. Und dann können wir sagen, wir machen die Seite G. Ein bisschen reindrücken. Die Seite auch noch. So. Dann könnten wir sagen, wir ziehen den hier G noch ein bisschen raus.
und fertig. Lassen wir einfach so. Dann machen wir rechte Maustaste Shade Smooth, weil den wollen wir ja schön haben. Dann sagen wir wieder mit 7 die Top View und gehen dann... Ne, machen wir anders. Jetzt sind wir schon gerade hier. Machen Shift A, einen Tors erstellen. So, hier gehen wir dann wieder hoch. Was hatten wir da Standard? Auf 32, 16, dann machen wir den mal kleiner, Radius 0,15, kann ruhig noch kleiner, 0,1, 0,05. Ja. Dann machen wir GZ bisschen hoch. Topsicht mit 7. Scale noch ein bisschen rein. So. Damit haben wir schon mal unseren Ring um den Stein. Den machen wir auch Shade Smooth. Und dann können wir das auch schon mal in den Kreis bringen. 7 Top View. GX 42. Na, dann wollen wir natürlich beides. GX 43. Dann sind wir mittig in dem Steinkreis. So, dann können wir die Höhe noch ein bisschen bestimmen. GZ 2. Sagen wir mal Enter, weil wir müssen ja dann auch gucken. Jetzt machen wir die Landscape einmal wieder rein, also die Landschaft. Gehen mal eben. So, ja, so wenn man ungefähr hingeht, soll der natürlich dann nicht zu sehen sein. Also war 2 Meter hoch schon okay. Ja, und die dahinter aus normaler Sicht, das Ding ist 5 Meter hoch, sollte man da nicht drüber gucken, also die hinteren nicht drüber sehen. So. Sollte die Sicht theoretisch sein, von daher sollte das passen. Was wir noch machen könnten, weil wir gucken ja noch unten drunter her, wir könnten den GZ 0,9. So, damit sind die alle noch soeben unten drunter und dann auch hier mit drin und haben wir fast einen Meter noch mehr in die Höhe gewonnen. So, damit haben wir hier den Kreis, den und den. Und jetzt wollen wir den Stein natürlich nach den Seiten noch festmachen. Und dafür brauchen wir einen Cube. Machen einen Cube. Mache ich mal 7, wieder Top View. Landscape machen wir erstmal wieder aus. Und machen dann GX 40, damit wir ungefähr da sind.
Und jetzt scalen wir den, warte, den müssen wir erstmal noch Scale approven, der passt, der ist jetzt auch okay vom Scale. Den scalen wir jetzt runter, sag ich mal zu ungefähr so einer Größe. Machen wir einfach alle hier durch 0,1. So. Apply Scale. Dann machen wir G, Z, na nicht Z, X, dass wir hier relativ mittig drauf sind. So. Kommt ja nicht auf einen Millimeter an. Dafür. Dann müssten wir noch gucken, GZ ein Stück nach oben. Ich würde sagen, so. Müssen wir wahrscheinlich gleich sowieso noch anpassen, wenn wir Material drauf geben. Und dann können wir wieder in die Top View gehen, Shift D. Dann X. Dann nach da. So ungefähr. Dann können wir die beiden nehmen. Shift D. A 90. Okay. Also plus minus passt das. Dann könnten wir alle 4 Würfel nehmen. Sagen Shift D. Scale. Na, das ist ein bisschen blöd. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also machen wir das Escape und zurück. Dann nehmen wir ein Shift D, G, X. Sagen wir erstmal bis nach da. Und dann 1. Jetzt machen wir das auch mal eben weg. G, Z. So, dann scalen wir den noch mal ein bisschen runter. Machen wir hier alle 0,5. Dann Scale annehmen. Dann sagen wir G, X bis da dran. Ja, ist okay. Gucken wir nachher, ob es genau passt. Dann Shift D, X. So. Dann nehmen wir beide. Machen Shift D für Duplicate. R, Z, 90. So, damit sind alle so eben dran. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und jetzt nutzen wir das Add-on, was ich gerade gesagt hatte. Und zwar nehmen wir dann einen Cube, nehmen den zweiten, dann Shift A, dann gehen wir auf Curve, sagen Knotz und jetzt kann man hier Containary und damit haben wir dann hier eine Verbindung zwischen den beiden. Und dann kann man hier mit entscheiden, wie viele
Steps wir haben, desto weniger wir gehen, desto weniger Knotenpunkte sind hier drin in der Kurve. Und ich lasse mal 12. Dann hiermit könnten wir den Durchhang machen. Und ich sage jetzt mal 2,6. Dann kann man hier den Kurventyp auswählen. Dann Bevel-Radius, wie dick der ist. Machen wir mal 0,05. Jetzt müssen wir einmal gucken hier vorne, ob das hier passt. Kann ein bisschen weniger sein. Machen wir 0,03. Ja, ist besser mit dem oberen. Sieht angenehmer aus. Gut, und damit haben wir eine Kurve. Hier gibt es noch mehr Einstellmöglichkeiten. Hier gibt es dann, wie groß die Bevel-Unterschiede sind. Dann wird das runder. Wenn ich das wieder runterziehe, haben wir im Grunde eckig. Und wenn ich das jetzt ein bisschen hochziehe, werden wir runder. Sieht man auch. In diesem Fall lasse ich es mal auf 0 stehen. Und so haben wir hier halt eben die Möglichkeiten, das zu verbinden. Das war dann das erste und das Ganze wiederholen wir jetzt noch dreimal. Wählen die beiden aus, Shift A, Curve, Knots, so, und dann nimmt er direkt alle Werte wieder. Und so können wir dann direkt den nächsten nehmen. Ctrl A, Knots, so. Und dann hier auch Shift A, Knots. Ich weiß nicht, warum ich es mal mit meinem Control habe. So, damit haben wir das jetzt auch soweit vorbereitet und jetzt können wir da auch noch wieder Materialien drauf geben. Das heißt, wir gehen hier wieder in den Render Shader. Das heißt, hier möchte ich einfach auch wieder das simple Steinmaterial, was ich mal erstellt habe. Hier mache ich dasselbe. Dann dasselbe mache ich dann hier mit dem Ring, obwohl ich könnte dem auch ein anderes Material, nee, der kriegt jetzt das Material mit drauf. Simple Stone. Allerdings würde ich sagen mit weniger Distortion, das heißt, ich mache dann noch einen dritten raus, mache eine Copy 002 und mache dann hier auf 0,1 und damit ist der weniger Distortion, aber sieht gut aus. So, und dann hier für die Würfel und hier unser Seil und den anderen vergeben wir mal noch ein neues Material. Da machen wir einfach New. Und zwar nehme ich da dann ein dunkles Grau und zwar mit 414141 FF. Und dann mache ich das Ganze voll auf Metallic. Roughness lasse ich auf 0,5. Rest lasse ich auch und damit ist das so ein leicht metallisches Material. So, dann kriegt der hier auch Material 01. Der hier auch. So.
So, jetzt fehlt nur noch das letzte Material für unser Ei, unseren Stein. Und dafür gehe ich jetzt einmal wieder auf den Asset Browser und nehme hier dieses Cracked Surface Material, was ich schon mal erstellt hatte, und ziehe das da einfach drauf. Und damit haben wir einen gebrochenen Stein. Und den tun wir jetzt noch ein bisschen verändern. Dafür gehen wir wieder auf den Shader Editor, weil ich möchte es nicht in dieser Farbgebung haben. Das heißt, ich mache einmal hier den Mix Shader, der hier dieses Orange drüber zieht. Den tue ich muten von dem Material. Displacement lasse ich. Und dann farbenmäßig ändere ich noch. Und zwar fange ich hier an mit einem E1 FF05FF. Das ist ein helles Grün. Dann das Rot ersetze ich zu einem 08 BC09FF. Und das letzte wechsle ich zu einem 0 EE58 EFF. So. Und dann, Farben könnt ihr ja aussuchen, wie ihr möchtet. Ich kann euch diese jetzt nur sagen, dass mir das halt eben gefällt. Die habe ich mir rausgesucht. Dann könnt ihr hier mit der Strengths noch machen, dass das mehr leuchtet oder weniger. Und dementsprechend da noch was anpassen. Ich lasse es aber so, und genauso gut könnt ihr hier noch andere Werte anpassen, wie ihr das möchtet. Das Material findet ihr auch in meiner Material Creation List, oder ihr sucht euch irgendwo eins aus, was euch dann dementsprechend passt. Jetzt gucken wir nochmal, dass der Ring überall schön außenrum zeigt. Das passt soweit. Obwohl ich jetzt gerade denke, der Ring, der könnte genauso gut auch das schwarze Material haben, aber egal, das fällt nachher gar nicht so auf und ich finde es so schön. Gut, dann können wir jetzt die Steine, die Landschaft wieder dazu und fertig sind wir für diese Runde. So, das heißt, wir haben das erstellt, Stein ist da und das war's dann für heute. Nächstes Mal geht es dann weiter. Und ja, lasst mir gerne ein Like da, gebt mir einen Kommentar. Wie findet ihr es? Könnt ihr damit was anfangen? Macht's euch Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.